Als ich mit dem Investieren begann, hätte ich mir niemals träumen lassen, dass ich irgendwann an dem Punkt ankomme, an dem ich mittlerweile bin. Ich habe es in 4 Jahren von 0 Euro Vermögen, und das ist wirklich keine Übertreibung, auf 100.000 Euro Nettovermögen geschafft. Der Weg dahin war nicht einfach, und ob das jetzt extrem schnell oder langsam ist, bleibt euch überlassen zu entscheiden. Wenn ihr einmal recherchiert, wie man Vermögen aufbaut, hört ihr die verschiedensten Dinge. Die ganzen Clickbait-Videos, in denen es darum geht, dass das Vermögen ja sowieso auf einmal urplötzlich explodiert, sobald man die ersten 100.000 geschafft hat, kennt ihr ja sowieso. Sogar Investmentlegende Charlie Munger sagte bereits, dass die ersten 100.000 die schwersten sind und wir, egal wie wir es auch anstellen, dafür sorgen müssen, das zu schaffen. Die ersten 100.000 sind zum einen etwas, um das sich sehr viele Mythen ranken, und zum anderen ist das wirklich ein sehr großer Meilenstein für jeden. Aus diesem Grund möchte ich euch heute einmal mitnehmen, wie ich das geschafft habe, denn ich bin mir sicher, dass hier für jeden von euch etwas dabei ist. Wir werden darüber sprechen, wie ich heute nochmal starten würde bei 0 und wie auch ihr das schaffen könnt. Deshalb auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Nichts von dem, was ich mache, ist Anlageberatung und auch keine Steuerberatung. An der Stelle empfehle ich jedem, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein neues Video zu verpassen. Zuallererst müssen wir aber eines gemeinsam festhalten. Wir sprechen heute von 100.000 Euro Nettovermögen. Erstens, Nettovermögen ist der Wert eines Unternehmens oder einer Person, nachdem man alle Vermögenswerte miteinander addiert und alle Schulden abgezogen hat. Zweitens, 100.000 Euro Nettovermögen heißt nicht 100.000 Euro investiert. Das wird nämlich gerne miteinander vermengt. 100.000 Euro nur in Investments alleine zu haben und nebenbei noch andere Vermögenswerte zu haben, ist eine komplett andere Hausnummer als 100.000 Euro Nettovermögen in Summe zu haben. Wenn du also zum Beispiel 20.000 Euro in einem Bausparvertrag hast, 60.000 Euro in Aktien und 20.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto bei 0 Euro Schulden hast, dann hast du ein Nettovermögen von 100.000 Euro. Den Meilenstein von 100.000 Euro nur in Investments habe ich mittlerweile auch geknackt, darüber sprechen wir aber in einem anderen Video. Erst einmal zu meinem persönlichen Background. Ich bin weder mit einem goldenen Löffel im Mund geboren worden, noch waren meine Eltern übermäßig reich. Ich habe es also geschafft, mir mein Vermögen aus eigenem Antrieb, gestartet von 0, aufzubauen. Damit möchte ich nicht angeben, damit möchte ich motivieren. Daher ganz kurz zusammengefasst. Klassische Mittelschichtsfamilie, mein Vater hat immer gut verdient, aber auch nicht übertrieben viel und war Maschinenbauingenieur. Meine Mutter, Hausfrau. Aufgewachsen in einem Reihenhaus, typische, gute bürgerliche Gegend. Kein Villenviertel, aber auch kein Ghetto. Wenn wir uns als Kinder etwas zum Geburtstag gewünscht haben, dann haben meine Eltern versucht, uns das zu erfüllen. Verwöhnt wurden wir aber auch nicht. Ich habe einen Realschulabschluss gemacht, dann erst einmal eine Berufsausbildung, kein Abitur oder Studium. Mit ungefähr 19 oder 20 Jahren hatte ich dann gemerkt, dass mein Nettogehalt nach meiner Ausbildung nicht zu dem passt, was ich mir finanziell vornehmen möchte, und ich habe gemerkt, dass ich mit den 1.800 Euro netto, die ich damals verdient habe, nicht dahin komme, wo ich eigentlich hin will. Da habe ich dann sehr lange neben der Arbeit recherchiert, was für Möglichkeiten ich hätte. Weiterbildung, Fachabitur und danach weiter, direkt studieren, wie auch immer. Am Ende habe ich eine Weiterbildung bzw. Studium zum Betriebswirt gemacht und dieses in 2019 abgeschlossen. Das ist jetzt wirklich nur kurz zusammengefasst, ohne meine ganze Lebensgeschichte breitzutreten. Das Wichtige hierbei ist, dass ich nie übermäßig viel Geld hatte, schlecht ging es mir aber auch nie wirklich, aber dieses typische von den Eltern alles serviert bekommen, was man ja immer gerne bei uns Privatanlegern denkt, hatte ich auch nicht. Und dass ich bei 0 Euro angefangen habe, ist wirklich nicht übertrieben, denn in 2019 habe ich nach erfolgreichem Abschluss zum Betriebswirt einen neuen Job gefunden, aber mein damaliges Auto war Schrott. Also wirklich Schrott. Es kam nicht mehr über den TÜV. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch ungefähr 3.100 oder 3.200 Euro auf der Seite, mein wirklich letztes Geld, das ich mir in den Jahren vor meinem Studium, als ich noch arbeiten ging, zusammengespart hatte. Um zu meinem damals neuen Arbeitgeber zu kommen, brauchte ich aber unbedingt ein Auto und habe diese übrigen 3.200 Euro auch genau dafür ausgegeben. Ich war zu Mitte 2019, als ich also im neuen Job startete, ungelogen auf 0. Bereits während ich noch im Studium war, hatte ich irgendwann in 2018 damit begonnen, mich intensiv mit dem Vermögensaufbau zu beschäftigen. Ich habe die meisten Bücher gelesen, die auch ihr kennt. Ich habe genauso wie auch die meisten von euch jetzt gerade Stunden an YouTube-Videos
Videos gesehen. Ich war nahezu besessen davon, mehr aus meinem Geld zu machen und mich finanziell unabhängig sowie vor allem finanziell frei zu machen. Das war also der Ausgangspunkt. 2018 damit begonnen, mich für Investments, Geld und allem, was damit zu tun hat, zu interessieren. Ich hatte aber noch keinen einzigen Cent investiert. In 2019 dann der Abschluss und neuer Job. Erstes Gehalt im neuen Job kam im September 2019 und zu diesem Zeitpunkt war ich auf 0 Euro. Kein Erspartes mehr, nichts. Mein Ziel Nummer 1 war damals erst einmal wieder meine Notgroschen aufzustocken und wir hatten ja bereits des Öfteren über die Wichtigkeit des Notgroschens gesprochen. Ungefähr zu Ende 2019, Anfang 2020 war es dann soweit. Ich hatte ca. 4.000 oder 5.000 Euro auf der Seite und als Notgroschen angespart. Ab diesem Zeitpunkt ging es dann mit dem Investieren Anfang 2020 so richtig los. Genauer gesagt waren meine Anfänge erst einmal nur in ETFs. Dass ich bereits 2018 angefangen hatte, mich parallel wirklich tiefgreifend mit der ganzen Materie auseinanderzusetzen, war natürlich rückblickend ein großer Vorteil für mich. Ich war also Ende 2018, Anfang 2019 wirklich an dem Punkt, an dem ich mir genau Gedanken gemacht habe, wo ich mit meiner Geldanlage hin will, was ich für Ziele habe, wie ich diese erreiche und so weiter. Und genau hier würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, wie das bei euch war. Wie seid ihr zum Investieren gekommen? Welche Bücher habt ihr gelesen? Habt ihr überhaupt welche gelesen? Hattet ihr Freunde oder Verwandte, die euch darauf gebracht haben? Und natürlich habe auch ich viele Fehler gemacht. Ich habe in Aktien investiert, von denen ich eigentlich keine Ahnung hatte, habe darauf gehört, was mir irgendwelche Leute auf YouTube oder sonst wo erzählt haben, habe einen Immobilien-ETF gekauft, weil ich der Meinung war, das kann ja nur gut sein. Ungelogen 3 oder 4 Monate später habe ich genau diesen ETF wieder verkauft. Ganz klassisch war aber mein erstes größeres Investment in den MSCI World. Viel wichtiger ist aber festzuhalten, was ich über die Jahre gelernt habe. Zum einen habe ich sehr früh gelernt, dass konzentriertes Investieren für mich besser passt als übermäßig diversifiziertes Investieren. Konzentriertes Investieren sorgt für Vermögensaufbau, diversifiziertes Investieren sorgt für Kapitalerhalt. Über das Thema hatten wir bereits sehr groß und breit gesprochen zum Thema Diversifikation, hier oben rechts verlinkt. Es gab auch viele Fehler, die ich nicht gemacht habe, die aber leider andere häufig machen. Sich zum Beispiel mit Anfang 20 erstmal ein schickes Auto zu leisten und dafür dann 40% des Nettogehalts auszugeben. Das waren rückblickend zum Glück Fehler, die ich nicht gemacht habe. Auf meinem Weg habe ich dann sehr schnell verstanden, dass Veränderung bei mir selbst beginnt. Monatliche Kosten drücken, Gehalt optimieren, durchgängige Recherche. Tiefer graben als andere. Also genau die Dinge, über die ich mit euch immer spreche. Die ersten 100.000 Euro Nettovermögen zu erreichen, ist also erst einmal auf dem Papier sehr einfach, denn die wichtigsten Faktoren sind dein Gehalt und wie viel du davon jeden Monat ohne zu schwitzen auf die Seite legen kannst, somit deine Sparquote und zweitens deine Investments und die Rendite. Wir könnten jetzt ewig darüber sprechen, welche Tipps und Tricks es gibt, jeden Monat Geld zu sparen und die eigenen Ausgaben zu optimieren. Am Ende des Tages kommt es aber wirklich nur darauf an, wie hoch die Sparquote und die Rendite der Investments sind. Das sind am Ende die beiden wichtigsten Hebel. Es gab bei mir über die Jahre also keine wirkliche magische Formel. Ich hatte ab 2020, als die Investments richtig losgingen, den Luxus, jeden Monat mehr als 800 Euro auf die Seite zu legen, was natürlich ein riesiger Hebel war, und habe mich durchgängig und weiterhin mit allem, was mit dem Investieren zusammenhängt, auseinandergesetzt. Aktien, Krypto und so weiter. Ab 2021 hatte ich dann auch so langsam aber sicher meinen eigenen Stil gefunden. Konzentriertes Investieren in wenige Assets, dafür aber mit vorhergehend sehr langer und tiefer Recherche, um eben die sogenannte Überzeugung aufzubauen, über die wir immer wieder sprechen. Und was soll ich sagen? Ich habe auch schon mehr als einmal vor Positionen gesessen, die mit 60% im Minus waren. Ich habe aber für mich selbst gelernt, dass ich lieber Risiken eingehe, von denen ich überzeugt bin, dass sich das am Ende auszahlt, als am Ende doch nicht zu investieren und dann einige Wochen oder Monate später zu sehen, dass die Aktie XYZ auf einmal to the moon geht. Bei mir waren vor allem die Tesla- und AMD-Aktie sowie Bitcoin die mit Abstand größten Treiber beim Vermögensaufbau. Diese 3 Positionen sind nach wie vor meine größten, bei denen ich immer wieder über die Jahre nachgekauft habe und auch aktuell immer wieder bei Rücksetzern nachkaufe. Heißt bei mir also ganz persönlich, wie ich das geschafft habe. Erstens, sehr lange Recherche. Ich habe über ein Jahr lang nichts anderes gemacht, als Stunden an YouTube-Videos zu gucken, Bücher zu lesen und so weiter, bevor ich überhaupt meinen ersten Euro in ein Investment gesteckt habe. Zweitens, Kosten optimiert. Ich habe für 3 Monate ein Haushaltsbuch geführt und mir genau angeschaut, für was ich mein Geld ausgebe und im Anschluss rigoros die Dinge gestrichen, die ich eigentlich gar nicht brauchte. Drittens, ich habe irgendwann für mich
mich selbst erkannt, dass die Ziele, die ich mir gesteckt habe, so nicht erreichbar sind und habe mich für eine Weiterbildung bzw. Studium entschieden, somit in mich selbst investiert. Viertens, ich habe einen strikten Betrag, bei mir damals 800 € identifiziert und ohne Wenn und Aber sofort, wenn mein Gehalt kam, auf die Seite gelegt. Dieser Betrag ist über die Jahre gestiegen und anstatt mir einen höheren Lebensstandard zu gönnen, habe ich das Geld on top investiert. Fünftens, ich habe kontinuierlich weiter recherchiert, gelernt und mich einfach für das Thema interessiert. Investieren könnte man als eine Art Hobby bezeichnen. Eine gewisse Leidenschaft muss man meiner Meinung nach haben und das Ganze muss auch irgendwo Spaß machen. Sechstens, ich habe über Zeit meinen eigenen Anlagestil gefunden, diesen optimiert soweit ich konnte, habe mir gewisse Blaupausen und Muster gebaut, nach denen ich Assets bewerte. Egal ob Unternehmen, somit Aktien oder auch Kryptowährungen. Ich habe von vielen anderen gelernt und diese Dinge implementiert. Deshalb fällt es mir mittlerweile viel leichter als noch früher, potenzielle Investments mit Outperformance zu finden. Wie das übrigens funktioniert und wie man da vorgehen kann, um Gewinner früh zu erkennen, Kanal abonnieren, da kommt bald ein ziemlich cooles Video. Siebtens, durch stetiges Investieren und die Wahl starker Assets, wie zum Beispiel Tesla oder Bitcoin, die in den letzten Jahren sehr gut gelaufen sind, konnte ich diesen Weg zu 100.000 € relativ schnell erreichen. Etwas Glück gehört immer dazu und es hätte auch alles ganz anders ausgehen können, das ist klar. Aber während andere sagten, Tesla ist nur ein Autobauer und Bitcoin geht ja sowieso auf Null, habe ich stetig nachgekauft. Diese Überzeugung bauen wir durch eigene und tiefe Recherche auf. Das sind aber natürlich nicht all meine Assets, in die ich investiert bin. Das war's. Keine geheime Zutat, kein Lottogewinn oder sonstiges. Bevor wir darauf eingehen, wie ich mit meinem heutigen Wissen noch einmal bei Null anfangen würde, folgende wichtige Punkte. Wenn ich das schaffe, schafft ihr das auch. Ich weiß, dass die Situation für jeden anders ist. Der eine kommt mit 30 zum Investieren, jemand anderes bereits mit Anfang 20. Wieder jemand anderes kann jeden Monat 200 € zur Seite legen, der nächste sogar 2000. Mein persönlicher Weg ist kein Maßstab. Ich habe sehr viele Fehler gemacht, ich habe sehr viele Dinge bereut. Die wichtige Message von mir an euch ist, egal wer ihr seid, welchen Hintergrund oder Schulabschluss ihr habt, mit Disziplin, Veränderungswillen und Zielstrebigkeit könnt ihr mehr schaffen, als ihr euch selbst zutraut. Dafür bin ich und dafür sind viele andere der lebende Beweis. Und um das hier noch einmal ganz eindeutig mit euch abzubilden, gehen wir noch einmal auf die Timeline. 2018 nichts anderes gemacht als Recherche. Auch über 2019 hinweg nichts anderes gemacht als Recherche. Ab September 2019 war der neue Job da. Ich war bei 0 €. Habe jeden Monat so viel Geld wie möglich weggelegt, um meinen Notgroschen aufzubauen. Ende 2019 bzw. Anfang 2020 die ersten größeren Beträge in ETFs gesteckt. Viele Fehler gemacht, mit Try and Error ab 2021 meinen eigenen Stil gefunden. Weiterhin parallel dazu recherchiert und nie damit aufgehört. Sparquote erhöht, mehr Geld investiert, wichtigste Position bei mir, Tesla, Bitcoin und AMD. Gegen Ende 2023, Anfang 2024 die Marke von 100.000 € Nettovermögen geknackt, seitdem auch die Marke von 100.000 €, die ich selbst investiert habe, geknackt. Zuallererst sei gesagt, dass die Sparquote wirklich der wichtigste Hebel überhaupt ist und vor allem am Anfang. Denn der Aufbau der ersten 100.000 wird hauptsächlich durch das Geld, das wir selbst einbringen, vorangetrieben, nicht durch die Rendite, die wir erzielen. Wenn wir uns 100.000 € als Balken vorstellen, sind ungefähr 80 bis 85% aus Erspartem und nur ca. 15% aus der Performance, die wir erzielen. Beispiel: Wenn du 15.000 € in einem vollen Kalenderjahr sparst, diese für 6 Jahre investierst und jetzt aufgepasst, nur mit einer jährlichen Rendite von 4,5%, dann bist du bei 100.000 €. Ziemlich cool, oder? Denn 4,5% Rendite wirft nahezu jeder breit gestreute Index langfristig ab. Egal ob MSCI World, Nasdaq oder S&P 500, auch nach Abzug von Inflation oder Steuern. 4,5% wirst du zumindest rein historisch auf jeden Fall schaffen. Bedeutet also, man muss überhaupt nicht das Level an Risiko eingehen, das vielleicht ich eingehe, sondern der wichtigste Faktor überhaupt ist die Sparquote. 15.000 € im Jahr sind 1.250 € im Monat. Und das ist viel Geld, das ist klar. Wer weniger oder aber auch mehr investieren kann, braucht entweder weniger oder mehr als 6 Jahre. Das Schöne ist aber, der S&P 500 zum Beispiel hat über die letzten 20 Jahre 12% pro Jahr abgeworfen, was ziemlich stark ist. Die 4,5% Rendite in unserem Beispiel sind wirklich sehr konservativ und wahrscheinlich wird jemand, der 15.000 € im Jahr investiert, schneller sein. Jemand, der weniger als das im Jahr investiert, wird nun aber auch nicht auf einmal das Doppelte an Zeit benötigen, weil der S&P
500 zum Beispiel einfach ein Biest ist. Der erste Punkt dazu, wie ich also noch einmal starten würde, wäre, von Anfang an versuchen, meine Ausgaben und Einnahmen so zu optimieren, dass ich eine möglichst hohe Sparquote habe, also der schlaue Umgang mit Geld. Wenn ich jemand wäre, der keine Kinder hat und vielleicht an 1 oder 2 Wochenenden im Monat die Zeit findet für einen Nebenjob, würde ich mir auch das überlegen. Thema Nummer 2. Ich würde viel schneller und früher versuchen, durch Try and Error meinen eigenen Anlagestil zu finden. Ein praktisches Beispiel. Als ich mit all dem angefangen hatte, wusste ich nicht, wie ich Unternehmenskennzahlen bewerten muss. Ist ein KGV wirklich so wichtig, wie jeder sagt? Was genau ist die PEG-Ratio? Was ist ein Kurs-Umsatz-Verhältnis? Und warum ist es so wichtig? Warum müssen wir Schulden, die Unternehmen haben, differenziert betrachten? Was sind gute, was sind schlechte Schulden? Warum sagt der Umsatz eines Unternehmens viel weniger über die Gesundheit eines Unternehmens aus, als zum Beispiel die Nettoerträge? Ich würde also viel früher damit anfangen, mir herauszufiltern, welche genauen Kennzahlen am Ende wirklich dafür sorgen, dass der Markt Aktienkurse einpreist, wie er sie einpreist. Denn wenn wir wirklich einmal ehrlich sind, läuft alles auf wenige Kennzahlen hinaus. Free Cashflow per Share, PEG-Ratio, Nettoerträge. Es gibt noch ein paar wenige mehr, aber grundsätzlich ist das die sogenannte Soße. Ich würde mir also von Anfang an genau anschauen, welche Kennzahlen wirklich wichtig sind, mir diese einmal ordentlich herunterschreiben mit Erklärungen, was genau welche einzelne Kennzahl bedeutet und wie man sie errechnen kann. Thema Nummer 3, zu dem, was ich mit dem heutigen Wissen machen würde, wenn ich noch einmal bei Null starten würde. Ich würde mich von Anfang an in Zukunftssektoren positionieren. Dazu hatten wir erst vor einigen Wochen in meinem Video gesprochen, in dem es darum ging, ob wir in den richtigen Assets sind. Hier oben noch einmal verlinkt. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Börse stets zukunftsorientiert ist. Deshalb werden Cashflows von Wachstumsunternehmen auch auf zukünftige Gewinne gerechnet. Diese Gewinne, die dieses Unternehmen, hier jetzt egal welches, in 20 Jahren erwirtschaften könnte, werden auf die aktuelle Zeit zurückgerechnet. Das wäre zum Beispiel die sogenannte Discounted Cashflow Methode, mit der nahezu jeder einzelne Analyst an der Börse da draußen arbeitet. Punkt Nummer 4. Ich würde die Einschätzung und Meinungen von Analysten als genau das interpretieren, was sie sind, nämlich Einschätzungen und Meinungen. Ein Problem, das ich bei uns in der deutschen Finanzcommunity immer wieder beobachte, ist, dass sich viele Leute viel zu sehr davon blenden lassen, was irgendein Analyst sagt. Wir dürfen nicht vergessen, das, was Analysten machen, können wir genauso gut, vor allem seitdem wir ChatGPT, Grok und wie die ganzen Modelle auch heißen, haben. Und das ist wirklich nicht übertrieben. Wenn ich auf alles gehört hätte, was uns so einige Analysten über die Jahre gesagt haben, hätte ich die Assets, die mit Abstand am stärksten in den letzten Jahren performt haben, nicht gekauft. Ich würde also von Anfang an versuchen, mir a. die Analysten rauszusuchen, die in der Vergangenheit öfter richtig lagen als falsch lagen, somit einen positiven Track Record haben, und b. von Anfang an damit beginnen, mir meine eigenen Gedanken zu machen. Denn Analysten kochen genauso mit Wasser wie auch wir. Punkt Nummer 5 und damit auch der letzte, wenn wir davon sprechen, was ich mit meinem heutigen Wissen machen würde, wenn ich noch einmal von Anfang an starten würde. Ich würde Bitcoin von Beginn an in mein Portfolio integrieren. Ich persönlich hatte das Glück, könnte man sagen, das bereits sehr früh gemacht zu haben. Wie gesagt, 2018 ging es bei mir los, dass ich mich mit Investments befasst habe. Den ersten Euro investiert habe ich erst Ende 2019, Anfang 2020. Das erste Mal Bitcoin gekauft habe ich gegen Ende 2020. Rückblickend gesehen war das kein schlechter Einstiegszeitpunkt und natürlich kaufe ich auch jetzt kontinuierlich weiter. Trotzdem denke ich mir aber natürlich, mit dem, was ich heute weiß, wie schön es gewesen wäre, wenn ich früher dabei gewesen wäre. Ich sagte es bereits schon einmal. Spätestens seitdem letztes Jahr die Spot-Bitcoin-ETFs offiziell an den Start gingen, BlackRock damit begann, nicht nur Bitcoin selbst zu kaufen, sondern auch jedem institutionellen und Privatanleger zu sagen, dass man mindestens 2-5% des Portfolios in Bitcoin haben sollte, ist es Game Over. Wir hören stetig davon, dass ein Bundesstaat in den USA nach dem anderen eine strategische Bitcoin-Reserve auf Staatenebene ankündigt und die USA sprechen seit Amtseinführung von Donald Trump ganz offiziell auch davon, eine Reserve einzuführen. Es werden sogar Stimmen laut, die sagen, man könnte davon ausgehen, dass die USA über kurz oder lang ihre gesamten Bestände an Gold abstoßen und Bitcoin kaufen. Meiner Meinung nach ist nicht mehr die Frage, ob Bitcoin auf $200.000 oder $500.000
$100.000 oder weiter steigt, sondern nur noch wann und mit welchem Anlagehorizont. Das ist aber natürlich auch nur meine persönliche Meinung und es steht jedem frei, eine andere zu vertreten. Damit möchte ich für heute zum Ende kommen und hoffe, dass ihr zum einen meinen ganz persönlichen Weg interessant fandet und viel daraus für euch mitnehmen konntet und implementieren könnt. Vor allem aber hoffe ich, dass ich mit dem heutigen Video vielen von euch einfach Mut machen konnte. Ihr seid nicht komisch, weil ihr mehr haben wollt als andere. Ihr seid nicht seltsam, weil ihr euch auf euer eigenes Vermögen fokussiert, auch wenn uns das manchmal gerne von so einigen weiß gemacht wird. Am Ende des Tages führen viele Wege nach Rom. Meiner war halt eben dieser. Egal wie man am Ende investiert, am wichtigsten ist, dass man überhaupt investiert und die eigene Geldanlage selbst in die Hand nimmt und sich kümmert. Damit wünsche ich euch wie immer noch einen schönen Tag und sehe euch hoffentlich in alter Frische im nächsten Video.